Schön, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Sven Olaf Nix, ich komme von Team Mara. Wir stehen für die Ära des Teams. Und das, was Harducate für Schülerinnen und Schüler macht, das machen wir für Corporate Learning. Wir verfolgen einen Game-Based Learning-Ansatz, um Teams und Führungskräfte zu entwickeln, besser miteinander zu arbeiten. Kleine Geschichte. So, das ist eine Personalentwicklerin, top ausgebildet, hat ihren Methodenkoffer immer voll und weiß genau, wie sie Teams entwickelt, besser zusammenzuarbeiten. Kann man sich vorstellen. Eines Tages kommt mal wieder so eine Entwicklungsmaßnahme rein und heute soll ein Team von 6 Menschen entwickelt werden, irgendwie multinational, es gibt Schwierigkeiten in der Kommunikation, wir kennen die Probleme und Sie alle, die hier sitzen, kennen die auch, weil Sie schon an Teams gearbeitet haben und weil Sie wissen, dass es meistens nicht an den Fachkompetenzen scheitert, sondern daran, wie wir miteinander reden und wie wir Synergien in Teams herstellen. Aber unsere Trainerin schockt das überhaupt nicht, die weiß genau, was zu tun ist. Leider ist das Team nicht vor Ort, es ist international verteilt und jetzt setzt die Panik ein. Denn wie mache ich meine Game-Based Learning-Ansätze, wie mache ich meine erfahrungsbasierte Lehre online? Es gibt keine Tools. So haben wir vor 3 Jahren angefangen. Diese Person, das war mal ich. Und wir haben selber was gebaut. Mit diesem Problem müssen wir uns mehr beschäftigen. Remote-Arbeit wird mehr werden. Es ist ein weltweiter Trend, ob wir es mögen oder nicht. Es ist einfach so. Diese kleinste Organisationseinheit, das Team, ist eine Netzwerkstruktur, die einfach verteilt ist. Digitalisierung führt dazu und das Ganze befeuert sich gegenseitig. So ist es einfach. Wie entwickeln wir diese Teams? Wir brauchen Remote-Team-Entwicklung oder Teamentwicklung. Völlig egal. Das geht am besten mit einem Game-Based Learning-Ansatz. Das geht am besten mit erfahrungsbasierter Lehre. Menschen spielen nicht, weil sie gerne spielen. Völliger Quatsch. Menschen spielen gerne, weil sie gerne lernen. Und beim Spielen bildet sich das am allerbesten ab. Wir bringen das in den Corporate Learning-Ansatz rein. Wir machen das seit 3 Jahren, ziemlich erfolgreich. Viele Teams haben davon schon profitiert. Also, Team Mara, die Ära des Teams, aber bei uns wird gespielt. Das erste Game, das wir rausgebracht haben, dieses Jahr im September, seitdem kann man es kaufen und selber einsetzen, heißt Eternal Ice, wurde eben schon mal gesagt. Und auch da geht es um die Antarktis. Die Teilnehmer spielen als das Coordination Team mit International Antarctica Institute und managen die Waybrecht Station 2, eine renommierte Forschungseinrichtung in der Antarktis. Da geht es drunter und drüber, sie machen das von zu Hause, vom Computer aus, das geht mal schief, es bricht Feuer aus, Menschen werden verletzt, die Station muss evakuiert werden, kann man sich vorstellen. Als Trainer ist das für mich ein wertvolles Tool. Ich kann das Team beobachten, sehe die Teamdynamik, die Führungskompetenzen und kann das direkt mit dem Team im Anschluss reflektieren. Erfahrungsbasierte Lehre. Das Ganze ist ortsunabhängig einsetzbar. Das Ganze ist erfahrungsbasiert, immersiv und wissenschaftsbasiert. Es ist ein didaktisches Spiel, es ist kein Game in dem Sinne. Wir haben darauf geachtet, beide Akteursgruppen abzudecken. Die Teamleitung kann ganz simpel die Spielerin reinholen, keine aufwendigen Login-Bereiche, wirklich simpel. Vielleicht hat es die eine oder andere Person im Publikum schon mal erlebt. Hier an der Uni Jena wird es seit ein paar Jahren erfolgreich eingesetzt, um Studierende fit zu machen für den Arbeitsmarkt von morgen. Und damit machen wir den Methodenkoffer wieder voll. Über 500 Menschen haben schon unseren Trainings partizipiert, nur mit diesem Serious Game. Und die nächsten sind in der Planung und in der Pipeline. Wir haben 10 TrainerInnen ausgebildet, seitdem wir an den Start gegangen sind, das Spiel selber einzusetzen. Das dauert bei uns nicht lang. Nach 2 Stunden sind die bereit, das selber einzusetzen. 3 Masterarbeiten bzw. auch eine Promotionsarbeit beschäftigt sich mit der Evaluation unserer Methode. Ja, und das sieht gut aus, es funktioniert, es ist nachhaltig. Und ein Blended Learning Anbieter aus Köln wird ab Januar unser Game in seinen Blended Learning Ansatz dauerhaft integrieren. Wir haben uns dieses Jahr gegründet und ich finde, wir können auf eine ganz gute Erfolgspalette zurückblicken. Wir sind ein wilder Haufen. Wir sind interkulturelle TrainerInnen, Coaches und Personalentwicklerinnen, Game Designerinnen, SoftwareentwicklerInnen, Softwarearchitekten in 4 Personen. Wir sind bis dieses Jahr Exist gefördert gewesen, also auch Invest-förderungsfähig und jetzt sind wir mit einem Accelerator der Trip Class dabei, dabei uns Investor ready zu machen bis zum nächsten Halbjahr. Und ich suche Mitspielerinnen. Dankeschön.